Reiche deine Steuererklärung für die letzten 4 Jahre so einfach wie nur möglich mit der Hilfe von Taxfix ein. Wie das genau funktioniert, was du dafür alles benötigst und was Taxfix alles kann, erkläre ich dir ausführlich in diesem Tutorial. Taxfix ist über die Webseite am PC oder die App auf deinem Smartphone oder Tablet verfügbar. Damit können wir unsere Steuererklärung einfacher beim Finanzamt einreichen, da wir hier einfach nur einen langen Fragebogen ausfüllen müssen, welcher dann über die Elster-Schnittstelle an unser Finanzamt weitergeleitet wird. Das funktioniert für alle, die eine Lohnabrechnung bekommen oder beispielsweise Studenten sind. Freiberufler, Selbstständige und Personen aus bestimmten Branchen können Taxfix nicht nutzen. Link zur aktuellen Liste in der Beschreibung. Für Selbstständige, Unternehmer und Freiberufler kann ich als Alternative Smartsteuer empfehlen. Das funktioniert ähnlich wie Taxfix, auch dazu ein Link in der Beschreibung. Doch wie sieht es preislich aus? Bei Taxfix haben wir 2 Preisoptionen, welche sich primär zwischen dem Aufwand für dich entscheiden. Die günstigere Option kostet einmalig 39,99 € pro eingereichte Steuererklärung, was du aber erst nach Erhalt der Steuererstattung bezahlen musst. Hier müssen wir einfach einen langen Fragebogen ausfüllen, anhand welchem dann automatisch eine Steuererklärung erstellt wird, welche wir beim Finanzamt über Taxfix online direkt einreichen können. Als zweite Option für mindestens 59,99 € bzw. 20% unseres Erstattungsbetrags können wir auch einen kürzeren Fragebogen beantworten, wo wir nur unsere relevanten Dokumente hochladen können und unsere Steuererklärung dann von einem Steuerberater innerhalb von ein paar Tagen erstellt wird, welche wir dann bestätigen und direkt an das Finanzamt über Taxfix schicken können. Wir erhalten bei beiden Optionen auch eine Prognose, wie viel wir voraussichtlich erstattet bekommen, bevor wir es abschicken. Das ist aber keine Garantie. Das Finanzamt bearbeitet dann unsere Erklärung, was je nach Finanzamt ein paar Monate dauern kann, und dann erhalten wir einen offiziellen Steuerbescheid mit der Steuerrückzahlung. Doch wie legen wir jetzt los? Dafür am besten einfach auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, wo du gegebenenfalls sogar ein bisschen an den Preisen sparst und wo wir direkt das Steuerjahr auswählen können, für welches wir unsere Erklärung machen möchten. Oberhalb können wir auch die Sprache auf Englisch umstellen, falls wir den Fragebogen auf Englisch beantworten möchten. Jetzt müssen wir uns für eins der Abos entscheiden, wo ich dir jetzt das Selbermachen-Abo zeige. Hier folgen dann allgemeine Fragen, welche wir mit bestem Gewissen beantworten sollen. Über das grüne Fragezeichen erhalten wir auch weitere Informationen zur Frage, falls wir beispielsweise verstehen möchten, wieso diese Frage gestellt wird. Nach den ersten Einleitungsfragen erstellen wir dann einen Account bei Taxfix, in welchem unsere Angaben gespeichert werden, damit wir beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt weiter daran arbeiten können oder unsere bisherigen Angaben in einer weiteren Steuererklärung direkt übertragen können. Hier müssen wir auch einen Code festlegen, mit welchem wir uns in Kombination mit unserer E-Mail-Adresse anmelden können und auch die AGBs akzeptieren. Bedenke, dass du hier nur den Haken beim ersten Punkt machen musst und beispielsweise nicht zustimmen musst, dass Taxfix Daten von dir an Marketingpartner teilen darf. Nach der Anmeldung geht es dann richtig los mit dem Fragebogen. Dieser ist in 7 Themengebiete unterteilt, wo wir am linken Rand auch sehen, wo wir gerade sind und können dort auch zwischen den Themen wechseln. Für den ganzen Fragebogen sollten wir uns auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen. Falls du auf einzelne Fragen gerade keine genaue Antwort hast, kannst du am unteren Rand diese auch immer erst später beantworten. Neben normalen Auswahlfunktionen können wir beispielsweise auch direkt unsere Lohnsteuerbescheinigung als Datei hochladen oder mit der App einscannen, damit die Daten direkt erfasst werden, oder wir geben sie manuell an. Du solltest hier alle Daten so richtig wie möglich angeben, da du sonst später mit dem Finanzamt Probleme kriegen könntest. So gehst du jetzt alle 7 Kategorien durch. Bei manchen Angaben akzeptiert das Finanzamt auch Pauschalen und wenn deine angegebenen Werte niedriger als die Pauschale sind, rechnet dir Taxfix später die Pauschale und nicht deinen Wert an, damit das Beste für dich rausgeholt wird. Haben wir den Fragebogen komplett ausgefüllt, erhalten wir direkt am Ende eine Prognose, wie viel Geld wir voraussichtlich erstattet bekommen. Dort können wir uns auch anzeigen lassen, wie dieser Betrag berechnet wird von Taxfix. Das ist nur eine Prognose. Der wirkliche Betrag am Ende wird vom Finanzamt ermittelt. Jetzt können wir einfach unsere Steuererklärung übermitteln, wo wir gegebenenfalls unsere Steuernummer und Finanzamt angeben müssen, wenn wir das noch nicht bereits im Fragebogen gemacht haben. Hier müssen wir auch unsere IBAN angeben, über welche per SEPA-Lastschriftverfahren die Taxfix-Gebühr nach der Einreichung abgezogen wird, wo wir auch eine Später-Zahlen-Option wählen können, womit die Gebühr erst eingezogen wird, wenn wir die Erstattung vom Finanzamt übermittelt bekommen haben.
Jetzt wurde die Steuererklärung in deinem Namen digital an das Finanzamt übermittelt und du solltest dann nach der Bearbeitung des Finanzamts deinen offiziellen Steuerbescheid per Post erhalten und dann auch die Erstattung mit dem dort ermittelten Betrag. In der App sehen wir auch direkt, wenn das Finanzamt unsere Erklärung bearbeitet hat, mit dem richtigen Erstattungsbetrag. Wie lange die Bearbeitung dauert, kann je nach Finanzamt und aktueller Auslastung stark variieren. Also wundere dich nicht, falls es ein paar Monate dauert. In der App können wir während der Wartezeit unsere eingereichte Erklärung nochmal als PDF ansehen und beispielsweise schon mal mit einer weiteren Steuererklärung beginnen, falls wir mehrere Jahre einreichen möchten. Doch lohnt sich Taxfix jetzt? Ich persönlich kann es empfehlen, für alle, die sich nicht durch die Elster-Formulare kämpfen möchten und ihre Steuererklärung so schnell und bequem wie möglich abschließen möchten. Die Fragen von Taxfix waren für mich alle sehr verständlich und die weiterführenden Informationen über das Fragezeichen oftmals sehr praktisch für das Verständnis. Ich fand es auch sehr praktisch, dass man es auch über die Webseite machen kann, über den Laptop. Wie gut Taxfix das Beste für dich rausholt, kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Wo ich mir aber vorstellen könnte, dass ein persönlicher Steuerberater da noch optimierter auf dich eingehen kann, da er deine individuelle Situation besser kennt als Taxfix über die allgemeinen Fragen. Grundsätzlich rate ich bei Taxfix zu der günstigeren Selbermachen-Option, da man relativ schnell selber alle Fragen beantworten kann. Man braucht für beide Abo-Optionen seine steuerrelevanten Dokumente, was vermutlich die meiste Zeit in Anspruch nimmt, diese zu finden. Sich die dann von einem Steuerberater eintippen und einreichen zu lassen, der dich bei einer Rückerstattung von 1.000 Euro 200 Euro kostet, wegen der 20% Gebühr, ist es im Vergleich zu den 40 Euro, die du beim Selbsteintragen hast, nicht wirklich wert, meiner Meinung nach. Außer du fühlst dich mit dem Steuerberater viel sicherer. Neben Taxfix gibt es auch weitere ähnliche Anbieter, wie beispielsweise Steuerbot, welche das gleiche Prinzip mit einem Online-Fragebogen haben, der nur 29,95 Euro pro Einreichung kostet, was 10 Euro weniger sind. Für den gleichen Preis von 39,99 Euro gibt es beispielsweise auch noch Smartsteuer, welche komplexere Steuererklärungen erstellen lässt, was für Freiberufler, Selbstständige und Co. praktisch ist, die nicht ihre Erklärung über Taxfix oder Steuerbot einreichen können. Link zu allen 3 Anbietern in der Beschreibung. Grundsätzlich kannst du aber mit der Selbermachen-Option bei Taxfix nichts falsch machen und diese auch einfach ausprobieren, da du ja erst etwas zahlen musst, wenn du bei der Einreichung bist. Du kannst über den ersten Link in der Beschreibung direkt kostenlos loslegen und schauen, ob es was für dich ist. Für mehr Tutorials zu anderen Anwendungen, wie beispielsweise Finanzguru, verschiedenen Banken und Co., kannst du gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen.